Ja, wir haben wieder ein interessantes Projekt für euch. Und zwar wurden wir hier von der Gartenschule hier in Neukölln beauftragt, eine Anlage wieder zu aktualisieren. Also die hatten schon von uns früher eine Anlage bekommen. Das ist schon gut 10 Jahre jetzt her. Die hatten so einzelne Beckenkomponenten, die wir auch in der Vergangenheit auch als Standard angeboten hatten. Und jetzt war so die Idee, das Ganze zu aktualisieren. Wir haben jetzt auch ein paar neue Sachen dort mit eingebracht, Funktionen. Das soll zum einen natürlich so ein bisschen helfen, so das Handling, die Wartungsarbeiten auch besser zu machen, dass die Tiere auch mehr Möglichkeiten haben und natürlich auch für den Betrachter, für die Schüler, die dann hier in der Gartenschule auch einen Unterricht haben, dass dort auch Möglichkeiten sind, die Tiere noch mal anders zu beobachten, irgendwelche Sachen auch noch mal festzustellen. Und ja, ich würde sagen, kommt doch einfach mal mit, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, das hier ist der Raum, in dem wir gerne unser Projekt realisieren möchten. Ihr seht hier mehrere Becken, die hier schon platziert sind und auch so ein Schlauchsystem. Hier drinnen befindet sich eine Kolonie Acromyrmex crassuspinus. Die haben wir schon mehrere Jahre hier auch teilweise mitbetreut. Das heißt, wir waren auch schon mal hier und hatten auch die Kolonie umsetzen müssen, weil die einfach mehr Platz benötigte. Die alte Anlage hatte ein paar Probleme. Ja, also zu einen die sehr unregelmäßig hängenden Schläuche im ganzen Raum, die nach all den Jahren natürlich nicht mehr die schönsten sind. Zum anderen gab es auch so eine kleine Wegstrecke, wo die Schläuche auch so geknickt waren, also man konnte sie auch nicht so richtig gebrauchen. Und dann war das natürlich auch so, dass diese Rahmen nicht vorhanden waren. Also gerade die älteren Arenen oder die meisten davon hatten halt nicht diesen Schutzrahmen. Ja, und wenn ich da drinnen jetzt hantiert habe, um zum Beispiel Abfälle rauszuholen, dann kamen mir die Tiere dann teilweise schon entgegen. Und deswegen wurden wir halt beauftragt von der Schulleitung, dass wir da eine passende Lösung finden. Ja, und eine passende Lösung wäre zum Beispiel, dass wir jetzt die Schläuche gegen stabile Röhren austauschen und dass wir die Becken so konstruieren, dass ich leichte Wartungs- und Reinigungsmöglichkeiten habe in den Becken. Und wir wurden dann auch noch angesprochen, ob wir vielleicht dann auch für die Schüler dann noch was einbringen könnten, um den Unterricht auch ein bisschen interessanter zu gestalten. Und was wir uns da überlegt haben, werdet ihr jetzt im folgenden Video sehen. Viel Spaß beim Zuschauen! Ja, wir haben jetzt die Anlage soweit fertig aufgebaut. Das heißt, die Becken sind an der richtigen Stelle platziert, die Rohre sind miteinander verbunden. Und ich würde euch jetzt einfach mal die Anlage ein bisschen erklären, also damit ihr auch ein bisschen sehen könnt, also was wir uns dabei auch jetzt gedacht haben. Das eine ist jetzt hier diese Futterarena. Die Futterarena, klar, da kommen dann die Blätter für die Blattständermeisen rein. Und ihr seht hier schon 2 Zugänge, einmal hier unten, einmal hier oben, weil es ist ja eine Schule und wir wollen hier ganz gerne auch ein paar Experimente für die Schüler anbieten. Ein Experiment ist jetzt zum Beispiel hier, also ich kann jetzt den Einzugang auf- oder zumachen, also dass der Zugang dementsprechend offen oder zu ist. Die Tiere laufen dann jetzt hier über diese Röhre lang und ihr seht hier eine Skala von also 0, 10, 20, also Zentimeterangaben, damit man hier eine Messung vornehmen kann, wie schnell läuft denn so eine Ameise. Also Meter pro Sekunde kann ich dann hierüber dann berechnen. Dann geht das Ganze jetzt hier oben lang über diese Röhre, über dieses Röhrensystem. Das geht dann bis zum anderen Ende des Klassenzimmers.
Die Tiere laufen dann hier runter, weil es ist ja zu steil. Also ich hätte hier natürlich auch die Möglichkeit, 45 Grad das Ganze hier so schräg abzusenken. Aber wir haben uns überlegt, wie in der Natur auch, die Ameisen sind ja oben auf den Blättern, schneiden die Blätter und bringen sie dann runter. Also haben sie jetzt hier so einen Baumstamm, wo sie die ganzen Blätter hier runterbringen können. Und jetzt ist es ja so, das Becken ist ja hoch. Wir hätten jetzt das auch so machen können, dass wir nur oben jetzt eine Öffnung haben, aber es gibt wohl kaum jemanden, der da irgendwie auf 1,60 Meter ist es hier, glaube ich, in das Becken so reingreifen könnte, um hier drinnen zu reinigen, falls mal irgendwelche Blätter oder sowas rumliegen. Deswegen haben wir hier nochmal eine Schiebetür drinnen platziert, also so wie in der Futterkammer halt auch, wo ich die Möglichkeit habe, hier drinnen auch nochmal das Ganze zu reinigen, wenn mal da Bedarf ist. Das heißt, ich habe hier nochmal diesen Zugang. Ja, dann laufen die Tiere halt weiter in das nächste Becken. Und weil wir ja Schule, Bildung, Experimente ja haben wir hier noch ein weiteres Experiment aufgebaut. Also eine Möglichkeit, wo die Schüler sich da so einen Versuchsaufbau haben. Hier hat man die Möglichkeit zu sehen, wie die Ameisen, ob sie jetzt den kürzesten Weg nehmen oder den längeren oder wie sie da auch unterschiedlich reagieren. Also man hat hier die Möglichkeit, das Ganze hier einmal zu öffnen. Das heißt, also normalerweise man würde davon ausgehen, den kürzeren Weg. Man öffnet den kürzeren Weg, den haben sie nicht mehr, also müssen sie den längeren Weg nehmen. Ist die Frage, was machen die Ameisen dann, wenn der kürzere Weg wieder da ist? Bleiben sie mit der Duftspur, mit dem längeren oder finden sie irgendwann die Möglichkeit, wieder diesen kürzeren Weg zu finden? Das ist ja so eine Möglichkeit, die man hier beobachten kann. Dann geht es hier weiter in ein Becken, was jetzt hier dann ein bisschen natürlich eingerichtet wird. Also ich denke mal, der Auftraggeber oder die Schule wird hier ein bisschen Sand, Steine, Hölzer, vielleicht auch ein paar Pflanzen, also Kunstpflanzen platzieren. Echte Pflanzen macht sich bei Blattsternameisen natürlich nicht so gut. Und dann geht es dann wie in der Natur auch, das vom Nest, also das ist noch der Außenbereich, dann über diese Bohrung rein in die Pilzkammer, also da, wo das Nest dann ist. Die steht jetzt noch hier. Die werden wir jetzt hier gleich nochmal einsetzen. Die Kollegen hatten das jetzt hier einmal umgesetzt. Wir hatten ja noch die alte Anlage, da war sehr viel Bodengrund, Sand drin und die Kollegen mussten einige Stunden die ganzen Tiere aus diesen alten Nestern raussammeln. Also nochmal großes Dank auch an die Kollegen, dass sie da jetzt hier einige Stunden sich mit dieser Arbeit abgegeben haben. Und ja, das ist so die eine Kolonie, die wir dann hier gleich anschließen. Aber ihr habt ja wahrscheinlich hier beim Blick hier schon gesehen, es gibt hier noch ein weiteres Becken. Und zwar ist es das hier. Es gibt hier noch eine zweite Kolonie, die wir hier drin haben. Und zwar, falls jetzt mal die erste Kolonie, die ja auch schon einige Jahre alt ist, vielleicht mal eingehen sollte, gibt es hier noch so eine Ersatzkolonie. Das ist jetzt nichts Neues, das steht hier auch schon ein paar Jahre mit auch diesen Becken. Das heißt, hier haben wir die Pilzkammer, hier ist dann die Abfallkammer und bei Blattsternameisen weiß man ja, man braucht Futter, Pilz und Abfallkammer. Deswegen geht dieses Rohrsystem hier einmal nach oben über diesen Ast, rüber, über den Schrank. Und hier, das ist dann die Futterkammer für die zweite Kolonie. Also auch wieder das gleiche Prinzip. Ich habe eine Schiebetür, kann hier die Blätter austauschen und dementsprechend können die Tiere sich dann darüber versorgen, bei den Ast dann noch hochlaufen, weil es ja sonst sehr steil ist. Zusätzlich haben diese hohen Becken, damit halt keine Verletzungsgefahr ist, haben wir die hier nochmal über Winkel angeschlossen. Hier wird es noch gleich so eine Klappe geben. Und diese Deckel sind oben nochmal mit Riegel versehen. Also es kann jetzt nicht passieren, dass jemandem irgendwie der Deckel auf den Kopf fällt. Das ist also nochmal so festgeschraubt. Das sind noch zusätzliche Sicherungen, die wir hier haben. Ja, dann gibt es noch eine weitere Kolonie. Also es sind einmal diese zwei Blattsternameisenkolonie. Die dritte Kolonie, die wird jetzt auch demnächst noch eingesetzt. Das ist zumindest in Planung. Und zwar ist es jetzt nicht für Blattsternameisen, sondern für eine Kolonie Messorhabarus. Messorhabarus hatten wir jetzt uns überlegt, das ist auch eine robuste Art. Und wir haben ja diesen Kontrast. Wir haben einmal die Blattsternameisen aus dem feuchttropischen Regenwald und die Messorhabarus, die leben ja in so einem mediterranen Bereich, also mehr so ein Wüstenklima, also genau das Gegenteil, also der Gegenteil. Und deswegen haben wir hier diesen Nestbereich für die Messorhabarus, also einmal einen trockenen Bereich für die Körner, wo sie die Kornkammern anlegen, und einmal einen leicht feuchten Bereich, wo die Tiere dann dementsprechend die Brutkönigin und so weiter dann platzieren. Das Ganze geht dann hier über diese Spiralkonstruktion, über dieses Rondell hier runter in eine richtig große Arena. Die Arena ist so 1,50 Meter mal 40 mal 40 Zentimeter groß. Und weil natürlich aufgrund der Größe ist wahrscheinlich das Handling ja dann auch, soll es möglichst leicht sein. Das wäre auch eine Aufgabe, was wir jetzt hier erfüllen sollten. Aus dem Grund haben wir jetzt 1,50 Meter geteilt durch 3, also 50 Zentimeter, hier dreimal platziert. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, die Deckel auf entweder diese Seite zu öffnen oder diese mittlere oder da, je nachdem, wo ich halt ran muss. Ja, ansonsten ist ja auch alles dementsprechend gut belüftet. Hier links, rechts sind noch Lüftungsgitter, hier oben. Und ich denke mal, der Auftraggeber wird hier eine schöne Wüstenlandschaft hier nochmal von Dekoration platzieren. Es ist jetzt in dem Fall direkt am Fenster, aber ich denke mal, wir können es verantworten, weil hier nicht direkt Sonneneinstrahlung reinkommt vom Winkel her.
Und zusätzlich ist es halt, dass die Tiere auch die Fluchtmöglichkeiten haben zum Nest, dass die Belüftung auch gegeben ist. Sollte es doch mal zu warm sein und werden, könnte man auch die Abdeckung abnehmen. Dann hat man halt so eine offene Abdeckung. Aufgrund des Schutzrahmens, was hier auch nochmal lang geht, können die Tiere dann auch dementsprechend nicht rauskommen. Das waren jetzt hier die 3 Anlagen, die wir aufgebaut haben. Und ich würde sagen, schauen wir doch mal, ob die Tiere das noch annehmen. Das heißt, wir werden jetzt hier die Kolonie, die Blattschnitterameisen, jetzt hier einfach mal anschließen und beobachten, wie die Tiere das Ganze annehmen. So, jetzt steht das Becken drin. Ja, jetzt müssen die ersten Tiere jetzt auch gleich rauskommen. Da kommen sie auch schon. Ja, da wir hier in einer Gartenschule sind, ja, sind wir natürlich direkt an der Quelle, was die Brombeeren und so angeht. Also noch frischer geht's nicht. So, es sind 2 Wochen vergangen, wir sind heute wieder hier. Und zwar geht es darum, die Mitarbeiter zu schulen. Einmal technisch, wie funktioniert die Anlage, was ist da technisch alles zu beachten und natürlich auch für die Pflege und Fütterung der Kolonie. Und ihr dürft natürlich dabei sein. Ja, natürlich darf die Messauer Barus hier nicht fehlen. Das war jetzt die letzte Kolonie, die hier noch fehlte. Die werde ich jetzt heute auch einsetzen. Wichtig ist jetzt, oder worauf ich jetzt ein bisschen achten musste, die Schule hat ja jetzt hier das Ganze ein bisschen nach ihren Vorstellungen dekoriert, ja, gut, mit rotem Bodengrund. Wichtig ist, dass die Tiere jetzt nicht gleich hier eingesetzt werden. Also wenn die jetzt im Nest drin sind und jetzt hier langlaufen, dann ist die Gefahr natürlich gegeben, dass sie sich dann irgendwo bei den Pflanzen hier so einnisten. Ja, und damit es nicht passiert, werden wir jetzt erstmal eine kleine Arena hier nochmal platzieren. Das ist eine Zwischenarena, die packe ich jetzt hier gleich rein. Werde die jetzt hier vorne anschließen und dann haben die Tiere hier erstmal die Möglichkeit, sich mit Futter zu versorgen und auch die Abfälle rauszubringen, so lange, bis sie sich jetzt in diesem Nest hier erstmal eingegraben haben. Also das heißt, dass dieses Nest aktiviert ist, die haben ihre Brut, Larven, Eier, haben ihre Körner schon eingetragen. Erst wenn das funktioniert, dann können wir das Ganze öffnen, sodass die Tiere dann auch diese gesamte Arena nutzen, mit der Hoffnung, dass sie dann halt auch nicht bei den Pflanzen sich da irgendwo einnisten. Ja, und während ich das Ganze jetzt hier einrichte, könnt ihr euch ja einfach ein bisschen umschauen. Ja, wir sind jetzt fertig. Es hat doch ein paar Stunden gedauert, das Ganze halt aufzubauen. Aber ich denke mal, die Schüler haben jetzt eine gute Möglichkeit, sich die Tiere anzuschauen. Also aufgrund der ganzen transparenten Elemente, die wir dort haben und auch Versuchsaufbauten. Ich mache jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.